Und damit willkommen zurück zu The Great Ace Attorney Adventure Chronicles, meine Lieben. Und ja, wir starten mal wieder von dieser Position aus. Unserer nächsten Deduktion, meine Lieben. Now as for my second, für die zweite Conclusion. Muss ich jetzt mal fairerweise auch mal sicherheitshalber. Also, für den zweiten Abschluss in der Sicht. You are at this very moment on the brink of communicating most grievous crimes. Wir diesen ganz schmerzlichen Vorfall oder Verbrechen in der Hinsicht. And the proof of this crime, der Beweis, ist da drüben. Oh yes, Mr. Rylot. Taken where people have a prophesied or to let their eyes straight, you see it. Er wohl quasi ihre Augen dahin sehen. And I assure you the eyes speak so much more eloquently and honestly. Ich will immer irgendwie noch honestly sagen. Than the mouth. Also die Augen sagen dann mehr wie der Mond. The answer we seek lies where the furtive glance falls in diesem Koffer. The proof of your crime sits before your very eyes. Yes, the trading. Das ist in dem Reisekoffer. Der Beweis dafür. It is time, I think, that the case be opened and its contents laid bare. Also, es ist Zeit, denke ich, dass wir diesen Koffer öffnen und Contents laid bare. Also, dass man den Content hier holen. No, I refuse. What could you possibly be concluding inside, we ask? By my estimation, a young lady, perhaps eine junge Lady vielleicht, once light enough to fight therein. Also lasst es uns herausfinden oder sowas in der Hinsicht. Don't be absurd, das ist doch nicht, das ist doch absurd. Das ist doch nicht absurd. And what pray would be the identity of this young lady in the trailing case? Und was pray, also pray ist doch parading. Hört sich jetzt noch nicht ganz daneben liegen sollte. Ach, beten. Oh, Braid beten, warum habe ich das mit Braiding in der Hinsicht? Beten, dass wir die Identität des jungen Lady in der Reisekoffer herausfinden. Lieber ich. We are not well suited to a life of crime. Wir wollen hier kein wir wollen kein was ist damit verbrecherisch leben oder ein Leben auf Verbrecherweise. Your careless cope Doyle betrays you, so wie du oder in der once again. We need only follow your furtive glance to find the answer. Also der Anfolgen, die gibt uns schon die Antwort in der Hinsicht. Yes, the reason you refuse to open your traveling case can actually be found in the page of this newspaper. Also, dass wir da quasi die Antwort in dem Newspaper finden auf der Seite, wo er da drin hat. For
there is another most stimulating article. Also da andere ist ein sehr stimulierender Artikel. Ei. If we turn from the fleeing revolutionary, also da ist die Rede vom fliehenden Revolutionär, to the baggage, also auf der Rückseite. Renowned prima ballerina of the Noah Witch Ballet. This appears from Shanghai. Also die prima Ballerina. Immer wieder geiler Kontext, wenn solche Wörter aufeinandertreffen. Da kann man sich sehr leicht verhaspeln. Ne? Oh Gott. Der Nova Beach Ballett. Dieser Pier, also ich würde mal sagen vom Balletthaus oder so. Future Headline can lead us to but one conclusion. Also es kann zu einem Abschluss kommen, dass die sich dann your crime is set of abduction. Mit wem willst du dich schon wieder wegducken, mein Lieber? Das ist quasi der Nonsens, den ich Entführung. Ihr Verbrechen ist quasi Entführung. And according to the article, the young lady's name is Nikolina Pavlova. Kidnapping of a young ballerina. Also das ist seine zweite Vermutung in der Hinsicht, oder ist da eine Deduction oder so. Concludes Sherlock Holmes' great deduction of this Russian enigma. Elementensky. Gesundheit? Oder was willst du jetzt? Schlussfolgerungen wahrscheinlich. Also ich weiß ja nicht, was ich davon nennenswert halte, aber okay. Susato-san said wasn't one of the great deductions I've been hearing so much about, was it? Well, the stories are full of Mr. Holmes' brilliant deductions, you know, weißt du? But that did seem a little different somehow. Die sind ein bisschen unterschiedlich. Excuse me, Mr. Holmes, could you come over here a moment? Pray, what can I do for you? It's about your deductions, would you mind? Not all, God, also nicht alle. Well, to start with the newspaper article, I think we had the same discussion before, but the two men looked nothing like each other. Ah yes, I recall your discussion earlier, and at the time I believe I told you that man is a revolutionary, will able to revolutionize his own appears. In fairness to Mr. Trump, Mr. Roy, that does look more like this man than you do. That's not the point, das ist nicht der Punkt, also der schaut mehr wie der Revolutionär der andere aus als Rionoska. And another thing, the part about him abducting the ballerina, indeed a truly startling revelation. At first glance, the case could appear too small to accommodate a young woman. Not just at first glance, it is too small, clearly.
Das ist nicht das erste Glänz. Es ist definitiv zu schmal. Also das ist zu klein für den Kontext, muss man das schon so sagen. Clearly auf den ersten Blick, ach, das ist nicht auf den ersten Blick und clearly. Das ist irgendwie klar oder sauber, deutlich, also deutlich in der Hinsicht. You would be lucky to fit a 5-year-old child into that case, even if you push up really hard. Also, da kannst mit Glück ein 5 Jahre altes Kind da in den Koffer tun. Push it really hard, also das ist schon wirklich hart. I don't suppose the missing ballerina is a 5-year-old child, is she? You mean you don't know the young lady is 15? No, I didn't know. How cold I? Wie kann ich das wissen? Wieso sollte ich? Well, if she's 15, then 10 years worth of her would be poking out from the case. Also, sie wird dann rausschauen in der Hinsicht. Some years ago I read something meant I believe. Also ich habe so einiges gelesen. A troop of men consuming vinegar, also diese konsumierten Winger, also Weinen, daily in order to promote curtain littleness in their bodies. Yeah. For such a sour bunch, it would surely be simplicated itself to contort on self into the confines of the smalls. Case, okay, der das ja reinpassen in den Koffer oder was? Oh dear, you might be thinking of contortionists in the circus. Ist das schon? Also irgendwas auf einem Circus. This whole thing turning into a circus? Also irgendwas kam mir da Spanisch von diesem Circus. Mr. Naruhodo, something occurred to me about Mr. Sholmes' deduction just now. I think his powers of observations are well magical. Also es ist seine Observationskraft oder Power in der Sicht ist wirklich magisch. Ich würde eher speziell dafür sagen, statt magisch im Deutschen, würde ich mal sagen. Ich denke, für den Kontext. Ich weiß nicht, inwiefern ihr mir da zustimmt, dass dann so, ob man das so durchgehen lassen kann. His eyes cut to hear to the heart of our metal almost instantly. It's just where he directs his attention and focuses seem a little of other. Ich sagt, your idea of a little may be a little of self-miss Susato. It's just 1 or 2 words in deductions that seem to let him down. So I was wondering if we might perhaps tactfully switch them for alternatives. What do you think? Also wir switchen taktvoll zwischen den Alternativen hin und her. Also wir denken, switch some K-words in his deductions. Yes, but very tactful. I feel sure if we will do that. Oh Mann, oh Mann. Ich habe vergessen, das Wort zu lesen. So ein Mist, aber auch. Precisely the thought that was going through my own mind. This man is a lot of work. At times I wonder how anyone puts up
with me. It's not. Das ist jetzt nicht lustig. Oh man, and you my good fellow. Sorry. Take a moment to look at your wrists. My wrists? Handgelenke, ach so. Where are your handcuffs? Ja, ich wusste nicht mal, was ich mit den Wort was anzufangen ist, aber okay, das gibt dann natürlich Sinn. Oh, wow, how did I felt my hand your ability to follow me in your dance of deductions. I don't believe it. Ich kann das nicht glauben. Ja, aber okay. Mr. Trumps, you are a marvel. And don't worry, I shall restore the shackles to your rights when we are finished. I'm not worried. In fact, I'd rather stay like this. Das jetzt nicht wirklich glauben. So, let us begin. Sherlock Holmes is proud to present his logic and reason spectacular. Hold it, Mr. Holmes. Corrections. So the dubious-looking Russian, Mr. Rylot, obviously what catches the eye in the first place. It's the enormous pair of shears in your hand, also die enorme Paar große Schere in der Hand. Now we ask ourselves what could possibly want with such an implement. The answer, of course, is staring us in the face. You were on the verge of using the shears to cut our. Also ich durfte das jetzt mal wieder nicht weiter vorlesen. Okay, das muss ein Phoenix Wright Teil sein, wenn ich das nicht machen darf. Man kennt das. I'm not sure what you really use shears like that to cut off our beard. I doubt that's something I'll ever have to worry about. It doesn't quite sit right with me as such. It doesn't seem to be sitting right with Mr. Roylet either, which means I suppose that seduction is wrong. Let's try to switch a keyword here, Naruto-san, and see if it helps matter. Alright, but how? Aber wie? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. I think we should start by taking a long, hard look at Mr. Roylet. Also ich denke, wir sollten schon bei dem langen, harten Look at Mr. Also den harten Look. I wonder if really is a beard that he intended to use those shear on. Also ich wundere mich, dass das Beard, also der Bart, ich weiß nicht mal, ob das wirklich der Bart auf Deutsch heißt, aber okay, der Schere hier, exactly. If we do manage to find something that seems to fit the sense of Mr. Sholmes' deductions better, then what? Then I'll leave the rest in your couple hands, also gekoppelten Hände oder was? Alle. Why I
Why am I the one to do something about this? Warum tue ich das überhaupt? Well, anyway, let's see if there's anything we could even use to switch around in the last sentence. What exactly was Mr. Rylot really going to use the enormous shears for? You were on the verge of using the shears to cut the copious beard to shoot him. Copious beard? Fixed. Ich würde ja eher... Also ich finde es schon mal sehr amüsant, muss man sagen. Dass man das jetzt so schön drehen kann in der Hinsicht. Also ich bin wirklich fasziniert in der Hinsicht. Das muss ich schon wirklich fairerweise gestehen, dass man das so gut machen kann. Also das nur mal so nebenbei bemerkt, aber ich würde sagen, dadurch, dass man das jetzt halt drehen kann, da würde ich direkt hier auf sein Haar tippen. Weil das würde ich ja mit dem nicht auf den Bart. What is this? It looks like a cascade of stunning gold knobs. No. The cool color is not the point. The point is what it doing on the back of Mr. Royler's head. And how is the growing out from the underneath the thick black hair? Also warum das? Dann ist das vielleicht bloß Tarnung in der Hinsicht und derjenige, für den wir ihn halten, ist ja gar nicht so, sondern die prima Ballerina, die quasi verschwunden ist, oder wie soll ich das jetzt verstehen? Something definitely not right here. Hat man hier eigentlich noch den Bart, aber dafür vermute ich mal nicht. It's really a very full bird, isn't? So also according to Mr. Franz, Mr. Reddit was about to cut it off. I still think, also ich stimmt, denke ich, as he looks nothing like the man pictured in the newspaper article throat. Der schaut nicht so aus, ist apparently mercilessly revolutionary villain Bolshevik. If if he wasn't going to cut his beard, presumably he was going to something else. Yes, we need to look at his from a fresh perspective and try to work out what. Junge. Also dementsprechend, das sind eigentlich so jetzt halt die zwei Hauptpunkte, wo ich sag. Das Sixth Set. Also ich glaube nicht, dass da irgendwie was da in der Hinsicht ist. Also what was the old man really about cut? Also ich will ja sagen, das Goal. Aber yes! Golden Looks. Ach so. You were on the verge of using the shears to cut away the golden locks you sport. Also ihr habt dazu indeed, stimmt. You have identified the precise details I was intended to expose. Also ihr habt das entscheidende Detail auszuführen, dass ich quasi präsentieren wollte oder aufdecken wollte. Ja, aufdecken in der Hinsicht. Exposen heißt ja was präsentieren oder ausführen oder beweisen in der Hinsicht. Maybe würde ich mal so jetzt sagen. Such lush golden hair currently does not define an old man. Das stimmt. Toilet.
You're not a man at all, you're a woman, and judging from the length and sheen of your hair. One still very much in her youth. One still very much in your youth. Das stimmt, meine Lieben. Ich habe total die Ahnung, was hier quasi passiert ist oder was hier gesagt worden ist. Aber ich bedanke mich fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, was wir noch so alles herausfinden, wenn wir uns Mr.